Als nächstes wollten wir eigentlich an einen schönen Ankerspot, den Doro rausgesucht hat. Und der Ankeralarm, der hat ständig ausgelöst. Wir haben kein Zeichen ausgemacht. Endlich hat's geklappt. Nach einer längeren Pause in Ségur de Calafell, mit viel Sonne, aber auch launischem Wetter, hieß es für uns endlich weiter segeln. Zum ersten Mal in diesem Jahr wollten wir unsere Windfahne ausprobieren. Doch statt Erfolg gab's nur Frust. Immerhin, rechtzeitig zur Modenschau in Tarragona haben wir es trotzdem geschafft. Frisch ausgestattet mit neuen Büchern geht's los. Aber vorher noch schnell die Windfahne nachjustieren. Vielleicht läuft sie diesmal besser. Endlich Wind in den Segeln und damit Kurs auf unser nächstes Ziel. Der Plan? Ein sorgfältig recherchierter Ankerplatz. Unser nächstes Ziel. Das war unser Trip nach Tarragona. Die Nacht hat jetzt 30 Euro gekostet. Sehr viel hatten wir nicht von der Stadt, da wir gemerkt haben, Eintagestouren sind immer sehr zeitfressend. Bis wir anlegen, ablegen, bezahlt haben, kostet das alles Zeit. Als nächstes wollten wir eigentlich an einen schönen Ankerspot, den Doro rausgesucht hat. Aber mit 33 Meilen waren wir etwas zu optimistisch. Der Wind ist okay, verhältnismäßig. Es sind etwa 13 Knoten, bisschen weniger. Aber etwas aus der falschen Richtung. Deswegen haben wir jetzt nach 5 Stunden gesagt, wir hören auf. Deshalb segeln wir in den Hafen ein, den ich jetzt gleich einblende. Also ab in den Hafen von Hospitalet de l'Infant, da wir nicht im Dunkeln an einem uns unbekannten Spot ankern wollten. Spät angekommen hatten wir nicht viel Zeit in der Ortschaft, da wir früh wieder los wollten. Während ich also schnell einkaufen war, hat Dennis Wasser aufgefüllt. Fast schade, dass wir in dem kleinen Örtchen nur so kurz waren. Aber so ist das eben beim freien Reisen. Das Wetterfenster fürs Ankern ist in dieser Jahreszeit nicht so stabil und außerdem wollen wir weiter nach Valencia, unserem ursprünglichen Ziel seit Belgien. Ganz sicher sind wir nicht, ob der Ankerplatz wirklich taugt. Mein Plan B? Ein Hafen.
7 Meilen zurück. Und der einzige in der Gegend, den wir uns leisten könnten. Endlich Traumsegeln. Leichter Wind von Achtern, ruhiges Wasser. Genau so stellt man sich das vor. Nach etwa 5 Stunden waren wir fast angekommen. Doch kurz davor hat uns der Wind verlassen. Langeweile macht sich bei mir breit. Also nutze ich die Zeit und koche schon mal etwas für die Ankunft. Der Wind kapituliert. Wir auch. Motor an, Segel runter. Meist holen wir zuerst das Vorsegel ein. Es geht von fast jedem Kurs aus. Mit dem Großsegel können wir so noch ein wenig weiter segeln, falls es wieder auffrischt. Als nächstes zieht Dennis das Großsegel in die Mitte. Bereitet alles vor, dann fahre ich in den Wind, damit das Segel entlastet wird. Jetzt kann Dennis das Segel herunterlassen. Den letzten Rest ziehen wir per Hand rein. Muskelarbeit gehört ein wenig dazu. Segel verstaut, Zeit den Anker klar zu machen. Ich gehe schon mal den Anker aufknoten. Ab an den Bug. Zuerst öffne ich den Ankerkasten, prüfe die Kette und lege mir unsere Kettenlängentabelle in Sichtweite. Wir haben kein Zeichen ausgemacht dafür, wann du keine Geschwindigkeit mehr hast. Ich habe jetzt keine Geschwindigkeit. Bist du auf 0? Ja. Ich probiere es noch mal kurz mit den Kopfhörern. Find die nicht. Bist du jetzt auf 0? Weil du hast jetzt zwischendurch Gas gegeben. Ja. 5 Meter Wassertiefe, oder? Ungefähr, ja. Ne, 4 sind es ungefähr. 4 Grad, ja. Also nach 5? Okay, ich versuch's mal. Handschuhe vergessen. Tschüss. Ich bin ganz schön nervös. Ich möchte, dass alles klappt und der Anker hält. Jetzt nehme ich die Kette und lasse den Anker vorsichtig nach unten. Stück für Stück, Meter für Meter. Jetzt einfahren zurück. Mit 1, 2. Bisschen mehr, ja. Okay, dann ist gut. Was? Was? Bei gut 8 Meter Entfernung voneinander, keinem Sichtkontakt und noch wehendem Wind ist es schwer, sich über das Boot zu verständigen. Hä? Sicher.
Ich glaube schon. Was war mit der Anzeige? Zum Schluss entlasten wir noch die Ankerwinch, damit sie nicht zu stark belastet wird. Dafür nehmen wir eine Leine, festigen sie an der Kette und machen sie an einen Klamper fest. Ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ich kann nicht vor Aufregung. Scheint geklappt zu haben. Einen Punkt darf ich nicht vergessen und einen Ankeralarm am Handy einstellen. Noch weiter raus. Ach, und das Essen, das ich vorbereitet hatte, das konnten wir jetzt endlich genießen. Genauso wie die herrliche Aussicht unseres Ankerplatzes. I'm literally sampling this shit right now. You can't. You can always swab test me back. Ey, wie krass ist das denn bitte? Wir sind die Einzigen in diesem Ankerspot. So geil. Das Wasser hat eine grünliche Farbe und lädt bei diesen Temperaturen nicht wirklich zum Baden ein. Aber Moment, was mache ich eigentlich gerade? Ach ja, stimmt. Wer zivilisiert ist, muss auch das Geschirr abwaschen. Vor Anker haben wir das noch nie gemacht, also wird erst einmal ausprobiert. Ich reinige das Geschirr zuerst mit Salzwasser, um den groben Schmutz zu entfernen. Zweiter Gang, klarspülen. Zum Schluss alles noch mit etwas Frischwasser abspülen. Und der Ankeralarm, der hat ständig ausgelöst, obwohl wir uns kaum bewegt haben. Das müssen wir wohl noch optimieren. Sie ist in einem Kokon. Kokon, Kokon. Oh nein. Okay, jetzt. Oh, endlich hat's geklappt. Mein ganzer Tag kaputt. Yes.
Schon sind wieder 2 Tage rum, aber es waren wunderschöne 2 Tage. Doch wir haben herausgefunden, dass es noch einige Sachen zu verbessern gibt. Einmal, wir brauchen auf jeden Fall ein Beiboot. Ohne Beiboot kommen wir nicht an Land. Das heißt, Mission Nummer 1, auf jeden Fall jetzt demnächst Kajak-Kanu holen. Ein weiteres Problem, was wir entdeckt haben, ist die Bleibatterie, die wir aktuell für den Motor benutzen und für unsere Navigationssysteme. Wir müssen im Prinzip alles manuell abschalten. Da bräuchten wir vielleicht einen zentralen Knopf, um einfach das abzustellen, weil wenn die Bleibatterie runterrauscht, können wir den Motor nicht mehr starten. Und das wäre vor Anker, vor allem wenn wir jetzt mitten im Nirgendwo sind, nicht so gut. Ein weiteres Ding, was wir gerne verbessern wollen würden, wäre, dass unsere Lithiumbatterie mit dem Solar auffüllen, dass wir dann vielleicht umswitchen, damit die Bleibatterie auch gefüllt wird. Wäre ganz nice. Mit dem Spülen vor Anker haben wir noch nicht ganz raus, wobei es am 2. Tag schon viel besser geklappt hat. Aber das ist so ein Learning by Doing. Da bin ich guter Dinge. Und zu guter Letzt die Anker-App. Ich weiß nicht, woran es lag, dass es jetzt nicht geklappt hat. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch was drehen. Als nächstes geht es jetzt wieder in den Hafen. Da mal wieder alle Vorräte auffüllen, ordentlich die Batterien laden und fürs nächste Abenteuer vorbereiten.